Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu den Datenbanken. Heute geht es um Assoziationen, die im Endeffekt das Verhältnis zwischen verschiedenen Tabellen herstellen und die sind enorm wichtig. Warum? Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Nehmen wir einfach mal folgendermaßen an, wir hätten eine Datenbank-User, die hatten wir ja schon bisher relativ viel. Nehmen wir jetzt auch noch an, dass wir 3 weitere Datenbanken haben, nämlich einmal Cart, also ein Einkaufswagen, dann Tutorial, wo man quasi, die man gucken kann, die kann man dann zum Beispiel auch kaufen oder sowas, und eine Favorites-Datenbank, wo im Endeffekt mehrere User mehrere Tutorials favorisieren können, ja. Und hier muss man sich jetzt überlegen, was genau, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und wir fangen mal mit dem oberen an, ja. Das heißt, wenn wir uns hier angucken, dieses Verhältnis hier zwischen User und Cart, wie viele Einkaufswägen habe ich denn, wenn ich ein User bin? Habe ich mehrere oder habe ich nur einen Einkaufswagen? Und gibt es für jeden User einen eigenen Einkaufswagen oder kann jeder User mit seinem Einkaufswagen das machen, was er möchte? Das heißt, kann er den zum Beispiel teilen und plötzlich hat ein Einkaufswagen mehrere Benutzer? In den meisten Fällen, also ja, das wäre natürlich ein cooles Szenario, aber in den meisten Fällen haben wir hier eine One-on-One-Situation, eine One-on-One-Association oder eine 1-und-1-Verbindung sozusagen. Hat übrigens nichts mit dem Internetanbieter zu tun. Und was das bedeutet ist, jeder User hat genau einen Einkaufswagen und jeder Einkaufswagen gehört exakt zu einem Benutzer. Und daraus kann ich relativ viel ableiten. Denn wenn ich jetzt den Einkaufswagen lösche, also wenn der Einkaufswagen quasi nicht mehr existiert, dann existiert auch mein User genau genommen nicht mehr. Das passiert seltener, weil Einkaufswagen normalerweise nicht gelöscht werden, aber wäre eine Implikation, denn jeder Einkaufswagen, mein Einkaufswagen, zum Beispiel jetzt bei Amazon oder bei wo auch immer, dieser Einkaufswagen gehört nur mir. Wenn der Einkaufswagen gelöscht wird, dann kann ich nicht mehr existieren, weil ich kann auf Amazon nichts mehr einkaufen. Es gibt keinen neuen Einkaufswagen für mich. Entweder ist der Einkaufswagen leer oder er ist voll, aber er ist nie nicht da. Ja? Das ist so ein bisschen die verrückte Seite an der Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn ich aber meinen Account bei Amazon lösche, das ist die relativ logische Seite, dann wird natürlich auch mein Einkaufswagen gelöscht, weil der Einkaufswagen hat keinen Existenzgrund mehr. Er existiert nur, weil ich da bin. Und diese 1-und-1-Relation hier oder diese 1-und-1-Assoziation, die ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Wir können eigentlich in unserer Datenbank sagen, hey, wenn das nicht mehr existiert, dann lösch auch das. Das ist ziemlich cool. Was man dann häufig macht, ist, man trägt sowohl die Cart-ID beim User ein, als auch die User-ID beim Cart ein. Und die ORMs, die wir auch schon kennengelernt haben, die halten euch dann sozusagen immer up-to-date. Das heißt, wenn zum Beispiel der User mit der ID 1 gelöscht wird, dann wird auch automatisch der Cart, wo die User-ID eben dazugehört mit der User-ID 1, wird dann eben auch gelöscht. Das ist super hilfreich. Und hilft natürlich auch so, den Überblick über seine ganzen Datenhaltungssachen zu haben. Okay, aber die anderen beiden hätte ich nicht reingepackt, wenn sie nicht irgendwie anders wären. Und deswegen schauen wir uns als nächstes das Tutorial an. In dem Sinne meine ich nicht, hat ein Tutorial gesehen, sondern hat ein Tutorial erstellt zum Beispiel. Und wie ihr ja wisst, auf meinem Kanal gibt es ja ein bisschen mehr als 2000 Videos, mittlerweile sogar deutlich mehr als 2000 Videos. Und diese 2000 Videos sind definitiv mehr als eins. Das heißt, wir wissen schon mal, jeder User kann mehr als ein Video erstellen. Aber kann ein Tutorial von mehr als einer Person erstellt werden? Und das ist wiederum die Frage, die man natürlich aus einer interessanten Perspektive beantworten kann, philosophisch und dann vielleicht auch sich neue Use Cases erstellen kann sozusagen. Das geht, aber wir bleiben hier bei der klassischen Situation und sagen, nein, ein Uploader bei YouTube zum Beispiel, der hat genau, also das ist genau eine Person, die ein Video erstellt hat. Dieses eine Video wurde von dieser einen Person erstellt. Das ist der Channel-Inhaber, ja. Und das gilt natürlich erstmal so für alles. Dementsprechend haben wir hier eigentlich eine One-to-Many-Relation, so heißt das Ganze. Das heißt, ein Benutzer kann mehrere Tutorials erstellen und ja, ein Tutorial wurde immer von genau einer Person erstellt.
Jetzt hat das auch wieder interessante Implikationen für uns, denn wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, den User lösche, also wenn ich jetzt auf YouTube meinen Account lösche, dann geistern ja die Videos da nicht mehr rum. Dann werden meine Videos ja mit mir gelöscht. Das wäre ein super trauriges Szenario, aber es wäre ein mögliches Szenario. Das heißt, diese One-to-Many-Relation heißt im Endeffekt, jedes dieser Tutorials, jedes dieser Videos hängt von mir ab als Person. Oder als User im Endeffekt. Und wenn ich meinen Account lösche, dann geht nicht nur mein Card flöten, sondern auch mein Tutorial. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, wobei auch nicht unbedingt anders, aber ein bisschen anders sieht das aus mit den Favorites. Ja? Zunächst einmal, wie viele Favorites, also sagen wir einfach mal, ihr könnt meinen Tutorials ein Like geben, was ihr übrigens gerne tun könnt. Sagen wir aber natürlich, also wir nennen es jetzt einfach nicht Like, sondern wir nennen es Favorites, ja. Ihr liebt dieses Video. Ihr könnt es zum Beispiel in eure Favoritenliste machen. Ich wünschte, YouTube hätte das noch. Aber egal. Diese Liste ist ja im Endeffekt, jeder Nutzer hat so eine Liste, aber in dieser Liste steckt mehr als ein Favorite drin. Mehr als ein Video im Endeffekt steckt in dieser Favorite-Liste drin, richtig? Das heißt aber automatisch, dass wir hier eine One-to-Many-Relation haben, oder? Das heißt, ein User kann ja mehrere Favorites haben, wie hier oben auch. Ich kann ja mehrere Tutorials erstellt haben, richtig? Naja, nicht ganz, denn ein Favorite gehört nicht zu dem User. Das liegt daran, dass natürlich ich mir zum Beispiel dieses Tutorial hier in meine Like-Liste packen kann, in meine Favoritenliste packen kann, aber du, lieber Zuschauer, kannst das auch. Das bedeutet, jedes Tutorial, jedes Video sozusagen, kann mehrfach in Like-Listen landen. Es kann in deiner landen, es kann in meiner landen, es kann in der Person, die sich das hier als nächstes anguckt, landen. Es kann in jeder Liste landen. Wir haben eine sogenannte Many-to-Many-Relation. Wir haben x User, die sich y-Favoriten speichern können. Und jeder Favorit kann im Endeffekt bei mehreren Usern sein und jeder User kann im Endeffekt mehrere Favoriten haben. Das sind die 3 Arten von Relationen, die ihr hier habt. Und logischerweise, wenn ich jetzt das Video lösche, dann verschwindet das aus jeder Liste, in jeder Favoritenliste von jedem User, wenn das Favoritending gelöscht wird, ja. Aber die Favoritenliste oder sogar der User wird natürlich nicht gelöscht. Also, wenn ich jetzt dieses Video hier lösche, dann wird nicht euer Account gelöscht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich dieses Video lösche, verschwindet es bloß aus den Videos, die ihr geliked habt. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch klar, wenn ich meinen Account lösche und ich habe dieses Video hier geliked, dann verschwindet zwar mein Like und ein Like ist weniger zum Beispiel, aber es verschwindet keinerlei, das Video selber verschwindet ja nicht, das Video selber bleibt ja noch da. Das heißt, das ist eine Abhängigkeit, die sich zwar beeinflusst von irgendwelchen Zahlen, von irgendwelchen Counts zum Beispiel, aber die einzelnen Objekte, die einzelnen Einträge, die verschwinden nicht, wenn wir eins davon löschen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Hier ist es genau bedingt. Lösche ich den Card, lösche ich den User, lösche ich den User, lösche ich den Card. Das ist quasi die 1:1. Und jeder hat genau eins davon. Jeder User kann aber mehrere Videos haben. Lösche ich den User, lösche ich alle seine Videos, weil der hier sozusagen super wichtig ist. Und bei dem hier, da gibt es eigentlich keine Beeinflussung. Das ist der wichtige Unterschied, den man sich hier auf jeden Fall mitnehmen sollte. Gut, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.